Wird dein Grün oft zufällig ein Saftgrün, obwohl du ein leuchtendes mischen wolltest? Oder suchst du verzweifelt nach einem natürlichen Oliv und landest immer bei einem klaren Grün? In diesem Video beenden wir das Rätselraten auf deiner Palette. Nach einem kurzen Clip steigen wir sofort ins Thema ein. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Michael Sachsens Art Skill. Ich zeige dir heute, wie du das spezielle Cheat Sheet nutzen kannst, um dir das Grün zu mischen, das du gerade brauchst. Hier oben haben wir die Farbtemperaturen, einmal blau und gelb und die verschiedenen Kombinationen, die eben diese 4 grundlegenden Grüntöne ergeben. Ich fange mal hier oben an mit einem warmen Blau. Schau dir das mal an. Warm deshalb, weil es gelbstichig ist. Den Unterschied wirst du gleich sehen, wenn ich daneben das kühle Blau setze, welches rotstichig ist. Schau mal. Und warum das dann bei den Mischungen einen Unterschied macht, denn du würdest sagen, das ist ja ein Blau und das ist ein Blau, ne? Und Blau und Gelb ergibt ja Grün. Ne? Jetzt schauen wir uns hier mal ein warmes Gelb an. Warm deshalb, weil es einen Rotstich hat. Ne? Das wirst du auch gleich sehen. Und das ist auch eine grundlegende Erkenntnis, dass man Farben nicht für sich alleine betrachten sollte. Natürlich kann man das, aber Farben machen Sinn im Zusammenhang. Schau dir das mal an. Oh, das ist ein kühles Gelb hier. Kühl deshalb, weil es blaustichig ist. Schau mal, hier haben wir ein rotstichiges Gelb und hier ein blaustichiges Gelb. Das ist ein Zitronengelb. Ne? Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Mischen im Timelapse. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir uns die Resultate gemeinsam anschauen. Das ist hier ein kaltes Blau, rotstichig, und ein warmes Gelb, auch rotstichig. Das ist hier ein warmes Blau, gelbstichig. Und das wird ein kühles Gelb, blaustichig. Schau mal, was passiert, wenn wir das mischen. Hier haben wir ein warmes Blau, wieder gelbstichig. Und daneben haben wir ein warmes Gelb, rotstichig. Schau mal, was das für eine Mischung wird. Und als letztes haben wir wieder unser kühles Blau, rotstichig. Und das kühle Gelb, blaustichig. Auch eine sehr interessante Mischung. Und jetzt kommen wir zu unserer Analyse. Schau dir das mal an. Wir haben hier so ein Saftgrün, ein bisschen Olivgrün. Das ist ein relativ klares Grün. Hier haben wir auch wieder so ein Olivgrün, aber ein bisschen kräftiger im Grün. Und hier haben wir auch wieder ein klares Grün, aber das ist auch etwas, ich sag mal, etwas gebrochener als hier. Das ist ein bisschen klarer, hier ist es ein bisschen gebrochener. Ne? Vielleicht kann ich das ja noch ein bisschen nachsteuern hier. Wobei, manchmal ist man besser beraten, wenn man einfach das mal lässt, als hinterher dann noch großartig. Ich glaube, das sieht man schon gut genug so. Da macht man oft mehr kaputt, als dass man was verbessert, gerade beim Aquarell. Und das ist auch für unsere Aquarellisten hier ein Tipp. Einfach lassen.
Ich sag mal Mut zur Lücke, also mit dem Fehler leben, dass man sagt, okay, ich mache jetzt hier nicht noch ewig dran rum und mache es damit noch schlimmer, sondern ich lasse es stehen und das nächste Mal mache ich es besser, weil jetzt weiß ich Bescheid, was passiert. Aber das ist nur nebenbei. So, die Analyse. Schau mal, warum haben wir so einen matschigen oder diesen Olivton ziemlich stark ausgeprägt? Einfach aus dem Grund, wir haben hier einen Rotanteil und wir haben hier einen Rotanteil. Wir haben also hier verstärkt Rot. Hier, das ist ja auch ein Oliv, haben wir allerdings nur im Gelb diesen Rotanteil. Deswegen wird das ein bisschen ein kräftigeres Grün. Es wird nicht so arg, so stark gebrochen wie hier, weil ja hier 2 Rotanteile in dieses Grün einfließen. Hier ist es nur ein Rotanteil. Na? Und hier, da haben wir ein klares, strahlendes Grün. Warum? Weil wir haben hier ein Gelb im Blau und wir haben hier ein Blau im Gelb. Hier, Entschuldigung, hier entfällt der Rotanteil komplett. Komplett. Wir haben wirklich nur eben diese beiden. Deswegen haben wir dieses kräftige Grün. Und hier haben wir auch dieses Gelb mit diesem Blauanteil, aber wir haben hier auch wiederum ein Blau mit einem Rotanteil. Also wir haben hier nur einen kleinen Rotanteil. Deswegen wird das schon ein kräftiges Grün, aber es hat einen Touch, es hat diesen Rotanteil mit dabei. Ne? Also hier haben wir 2 Rotanteile, ne? Hier haben wir keinen Rotanteil, hier haben wir einen Rotanteil und hier haben wir auch einen Rotanteil. Ne? Und jetzt können wir uns das natürlich zunutze machen. Nächstes Mal, wenn du ein gebrochenes Grün brauchst und du hast kein Saftgrün auf deiner Palette, dann weißt du, welches Gelb und welches Rot du nutzen musst, um genau in diese Richtung zu gehen. Dass du dann natürlich das entsprechend hier in die Richtung ins Gelb ziehst oder bis ins Blau ziehst, darüber brauchen wir gar nicht reden. Ne? Aber du siehst ja schon diese 4 grundlegenden Töne, die du dir hier mischen kannst. Aber wenn das genau die Farbe ist, die du brauchst, perfekt!